Hey, Johannes hier für 1&1 CubeTube und ich bin gerade in Taipei auf der Computex 2018 und Asus hat hier das neue ROG Phone vorgestellt. ROG steht für Republic of Gamers, damit wisst ihr also, das ist ein Smartphone speziell für Gamer. Und zum Smartphone hat Asus hier auch noch weiteres Zubehör vorgestellt, wie beispielsweise diesen Controller mit einem zweiten Screen. Also das ist schon sehr interessant. Dazu gibt es auch noch eine Docking Station, damit ihr das Ganze dann auch am großen Fernseher oder Monitor spielen könnt. Und das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Den Anfang macht das Display. Wir haben hier ein 6 Zoll AMOLED mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz. Im Video sieht man das leider nicht so gut, da wir mit 30 FPS aufnehmen, aber wenn man das Smartphone nutzt, merkt man einfach, wie flüssig die Animationen sind. Asus verbaut hier auch keine Notch, also ein ganz normales Display. Wir haben aber dennoch hier seitlich einen dünnen Displayrahmen. Über und unter dem Display befinden sich die Frontlautsprecher, die auch schön laut sind, also für Filme schauen und zum Zocken habt ihr da richtig guten Sound. Und da das hier ein Gaming-Smartphone ist, ist auch performante Hardware verbaut. So kommt hier der Qualcomm Snapdragon 845 zum Einsatz, der aber nicht in der normalen Variante, sondern in einer schnelleren Variante mit bis zu 2,96 GHz. Dazu gibt es für das System 8 GB RAM und für den Benutzer bis zu 512 GB ROM. Und mit dieser Performance schlägt das ROG Phone auch die Konkurrenz in den Benchmarks. Bei Antutu bekommen wir hier 304.183 Punkte. Und wie man hier an den Ergebnissen sehen kann, unter 3D Mark und PC Mark wird auch hier die Konkurrenz deutlich geschlagen. Dabei ist natürlich klar, dass man bei so viel Leistung auch Wärme produziert und dafür steht im Inneren eine passive Kühlung mittels Carbon, Kupfer und Dampfkammern bereit, die die Abwärme verteilt und sie sorgt so für ein kühleres System. Und wenn eine längere Gaming-Session ansteht, gibt es auch noch den Aero Active Cooler, der mitgeliefert wird. Das ist ein aktiver Lüfter, der an den seitlichen USB-Port des Smartphones angeschlossen wird und so wie das Smartphone beim exzessiven Zocken auch noch aktiv gekühlt und bietet euch dann einen Kopfhöreranschluss und einen USB-C-Anschluss, während ihr das Smartphone haltet, an der Seite, also nach unten hin. Und das ist natürlich schön, da es keine störenden Kabel gibt. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh und lässt sich mittels Quick Charge schnell wieder aufladen. In nur 33 Minuten sind bereits 60% erreicht. Auf der Rückseite ist die Hauptkamera, das ist eine Dual-Camera mit 12 Megapixel. Sie bietet neben einer normalen Linse auch eine Weitwinkellinse. Und ebenfalls auf der Rückseite seht ihr hier den Fingerabdrucksensor. Und die Frontkamera bietet 8 Megapixel und einen schönen Weitwinkel, um auch Gruppenselfies zu machen. Ebenfalls ganz cool für Gamer sind die Air Trigger. Das sind zwei virtuelle Schultertasten, die individuell für die Games angepasst werden können. Und es wäre kein ROG-Produkt, wenn es keine Beleuchtung geben würde. Und so hat auch das ROG Phone auf der Rückseite ein beleuchtetes Logo. Und das kann über die Asus Aura Software individuell eingestellt werden. Ihr könnt hier eine feste Farbe wählen oder einen Effekt wie beispielsweise Atmen oder einen Farbverlauf. Und das sieht schon sehr cool aus. Zusammen mit dem ROG Phone wurde auch noch einiges an Zubehör vorgestellt. Der Desktop Dock bietet beispielsweise die Möglichkeit, die Inhalte des Smartphones auf einen Monitor oder Fernseher zu übertragen. Und dank den USB-Ports kann man auch eine Maus und Tastatur anschließen und so seine Lieblingsgames auf dem großen Display zocken. An der Seite bietet die Dock einen Displayport und einen SD-Kartenleser, auf der Rückseite 4 USB-Ports, einen Ethernet-Port, einen zweiten Displayport und einen HDMI-Port und außerdem auch noch die Audio-Ports. Das TwinView Dock macht das Smartphone zu einer mobilen Spielekonsole, denn hier kann man das Smartphone in einen ergonomischen Controller stecken und der verfügt auch noch über einen zweiten Screen, um so noch mehr Möglichkeiten zum Zocken zu bieten. Die TwinView Dock hat auch noch einen Akku eingebaut, also könnt ihr unterwegs noch länger zocken. Und mit der Asus YGIG Dock und dem Gainwise Controller könnt ihr auch noch kabellos mittels WLAN 802.11ad das Gameplay auf einen Fernseher übertragen. Mit dem Controller wirkt das Smartphone jetzt auf den ersten Blick natürlich etwas breit, wie man hier sehen kann, aber meiner Meinung nach macht es wirklich richtig Spaß, denn ich bin zumindest ein Freund von Analogsticks und physischen Tasten. Also ihr seht, wir haben hier eigentlich so ziemlich alles, was ein Konsolencontroller bietet und wie man sehen kann, macht es hier richtig Spaß zu zocken. Also für mich ist das ROG Phone auf jeden Fall eines der Highlights der Computex 2018. Ich finde es schön, dass hier nicht nur ein Smartphone vorgestellt wurde, sondern direkt ein ganzes Ökosystem für Mobile Gamer mit dem ganzen Zubehör und da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Und von der Optik sieht das natürlich auch super klasse aus, denn wir haben hier dieses beleuchtete ROG-Logo auf der Rückseite, wie wir es eben auch von anderen ROG-Geräten wie den Notebooks kennen und das ist schon eine coole Sache. Bisher hat Asus leider noch keinen Preis genannt, das werden wir auch sicherlich nachreichen, findet ihr dann unten in der Videobeschreibung.
und das ROG Phone wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 auf den Markt kommen. Und das war das Video mit dem Asus ROG Phone. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie einfach unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben und ein Abo. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!